Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Flakes Garage bei Automobil Depression und heute geht es um seinen Ford Consul. Aber bevor Flake seine ganz persönlichen Eindrücke zu seinem Auto schildert, wollte ich euch noch mal kurz was sagen zu diesem Auto. Ich glaube, viele von euch kennen dieses Auto aus den 70er Jahren. Das ist halt ein Ford, eigentlich ein Granada. Und Consul, das ist so ein bisschen verwirrend, ich musste mich da auch so ein bisschen einlesen. Also Consul ist eigentlich eine Modellbezeichnung von Ford Großbritannien. Und die hatten eigentlich mit Ford Europe erstmal nichts zu tun. Und dann hat man sich entschieden, den Nachfolger des Ford 17M und 20M sozusagen als Granada in Europa zu positionieren. Und eine Sparversion, die hieß dann weiter Consul. Also das Consul aus Großbritannien wurde dann auch von Ford Europe verwandt. So, und das ist ein Consul. Und diese Consul gab es in unterschiedlichen Karosserievariationen. Den Granada übrigens auch. Der Granada war etwas höher positioniert. Also wir hatten einen Kombi, der nannte sich Turnier. Dann gab es ein Fastback, das hieß dann später Coupé, wie dieses hier. Das hatte dann nicht mehr so diesen Hüftknick. Das ist ein spätes Coupé von 74. Und es gab auch noch eine zweitürige Limousine und eine viertürige Limousine natürlich. So, und die Consul hatten in der Regel Vierzylindermotoren. Dieser hier hatte schon einen relativ modernen Motor, einen 2 Liter. Also 2 Liter Motor denkt ihr jetzt natürlich als Ford-Fan sofort an den V6, den 2 Liter. Aber hier bei dem Consul war es nicht der V6, sondern es war ein relativ moderner Motor für Ford-Verhältnisse. Das war also ein Vierzylinder-Reihenmotor mit 2 Liter Hubraum mit einer oben liegenden Nockenwelle. Und hier war ein Zahnriemen. Ja, also zwischen Zylinderkopf und Block wurde das halt mit einem Zahnriemen gesteuert. Das war ein relativ guter Motor und hier steht auch schon OHC, also eine oben liegende Nockenwelle. Und genau, dieser Motor ist dann noch viele Jahre später auch in viele andere Ford-Modelle eingebaut worden. Er war dem Consul, soweit ich weiß, glaube ich, vorbehalten am Anfang in den späten Baujahren. Also dieser hier ist von 74, einer der allerletzten. Dann verschwand übrigens dieses Wort Consul aus der Ford-Nomenklatur. Es gab dann nur noch die Granada-Version. Und man sieht das schon hier, das ist halt alles relativ einfach. Die Granada hatten einen anderen Grill. Dann gab es diese sogenannten Ghia-Modelle, also nicht Gia, wie viele sagen, sondern Ghia. Das ist eigentlich ein italienischer Karossier. Und Ford hat diesen Karossier bemüht, diesen Namen zu spenden. Das waren also immer die Edelversion und die hatten dann ganz tolle Grill. Also die waren so ein bisschen eingefasst, das sah schon richtig voluminös aus. Und dann gab es natürlich auch tolle Motoren, also wie diesen berühmten 3 Liter Essex-Motor, ein V6 3 Liter Motor, Essex-Motor deswegen, weil er in Großbritannien entwickelt und hergestellt wurde, nämlich in der Grafschaft Essex. Und das war ein Vergasermotor. Und in diesen Modellen gab es auch, glaube ich, soweit ich weiß, keine Einspritzmotoren. Das gab es dann erst beim sogenannten MK2, der im Prinzip auf diesem Auto basierte, aber als Nachfolger dann wesentlich kantiger wurde. Uwe Bahnsen hat den damals designt und da war halt vorbei mit diesen schwülstigen Linien. Das war so ein ganz gerades Auto, wie ich immer noch finde, ein schönes Auto, was ich euch auch noch mal gerne vorstellen möchte, wenn wir mal sowas finden. Und da gab es dann auch Einspritzmotoren, also 2,9i Ghia bis 160 PS, aber was hatten die? Genau, bei diesem Modell war mit dem 3 Liter Essex Schluss und den gab es dann auch als Ghia, als Granada, als Coupé. Und das war schon, ja, das machte schon ein bisschen was her, dieses Auto. So, und man hat bei diesem Consul Granada damals sich gesagt, dass man moderner werden wollte. Und das hat Ford dann auch tatsächlich geschafft. Insofern, dass sie von der Starrachse abgerückt sind, die der 17M noch hatte. Er hat hinten Einzelradaufhängung und er hat vorne noch diese McPherson Federbeine. Aber dieses Auto hatte schon ein relativ modernes Fahrverhalten und damit war man bei Ford dann auch wirklich gut gerüstet. Und der Granada, der sollte sogar so ein bisschen in die Oberklasse schielen. Also der sollte zum Beispiel so 5er BMW, 7er BMW, aber auch schon Mercedes 123 und sowas attackieren. So richtig gelungen ist ihm das natürlich nie. Also es war jetzt nicht ein Verkaufsschlager in Deutschland. Aber immerhin, der Granada ist heute ein absolutes Kultauto. Und ja, wie ich las neulich irgendwo eine Überschrift von Opas Garagenwagen hin zum Kultmobil der Rockerszene. So ein bisschen war das auch. Viele Autos wurden auch verunstaltet und etwas tiefer gelegt und irgendwie schwarz bemalt, schwarze Motorhauben und so weiter und so fort. Naja, und dieses Consul Coupé stammt, soweit ich weiß, ursprünglich aus Frankreich. Das erkennt ihr hier an diesen
an diesen Rückleuchten, die nämlich keine gelben Blinker haben, sondern weiße Blinker. Und der ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen, aber darüber redet gleich auch Flake zu seinem persönlichen Bezug zu diesem Auto. Wie gesagt, das Wort Konsul war eigentlich vorbehalten für die britischen Ford-Modelle. Und es gibt da, glaube ich, noch eine kleine Story, da ist man sich nicht so sicher, da forscht man noch dran. Es war, glaube ich, nach dem Krieg so, dass Ford-Autos nicht mit Ford gekennzeichnet werden durften. Das heißt, die hießen dann Taunus. Ja? Also es gab halt den Taunus so, den Taunus so, den Taunus so. Also es gab halt keine Modellbezeichnung Ford. Das kam erst viel später und richtig etablieren konnte das auch erst hier dieser Granada Konsul. Da steht ganz stolz hinten zum Beispiel Ford und vorne auch. So, und jetzt kommt Flake und darf jetzt einfach mal seine persönlichen Eindrücke und sein Faible für dieses Auto, für seinen Ford Konsul halten. Zu meiner Zeit mussten Autos vor allem groß und stark sein, so wie die Männer. Unser Idol war Arnold Schwarzenegger. Er brauchte nicht zu schreien. Er war nicht so hektisch wie unsere Eltern. Nein, er blieb immer ruhig, denn er war stark und er wusste, dass er jeden Kampf gewinnen würde. Zarte, kleine Männer können natürlich viel klüger, netter und kinderlieber sein als ihre testosterongesteuerten Artgenossen aus der Fitnessbude. Aber wen interessierte das schon in unserem Alter? Die Starken waren die Guten und die Bösen waren hinterhältig und gierig. Da fanden wir es völlig in Ordnung, wenn sie am Ende der Geschichte verprügelt wurden. Bud Spencer zum Beispiel war auch ein Guter. Seine Spezialität war es, dem Gegner von oben mit der Faust auf den Kopf zu schlagen. Er nannte den Schlag das Täubchen und wir konnten uns daran nicht satt sehen. Erst als wir älter wurden und selber im echten Leben zurechtkommen mussten, schärfte sich unser Blick für die nicht so vordergründig männlichen Exemplare. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwammen und der Einsatz purer Kraft wirkte manchmal fast hilflos oder gar lächerlich. Und mit den Autos verhält es sich bestimmt ganz ähnlich. Da ich alle Autos meiner Träume als Kind nur von Bildern oder bestenfalls als kleine Matchbox-Spielzeugautos kannte, konnte ich die Vor- und Nachteile großer bzw. kleiner Autos überhaupt nicht erkennen oder besser, Achtung Wortspiel, erfahren. Aber mir fiel auf, dass es Autos mit 2 Türen und Autos mit 4 Türen gab. Zweitürer kannten wir in der DDR. Der Trabant war so ein Auto, eigentlich eher ein Provisorium, in dem man sich an der umgeklappten Lehne des Fahrersitzes vorbeizwängen musste, wenn man hinten sitzen wollte. Was heißt hier wollte? Wir Kinder durften sowieso nicht vorne sitzen. Da wären hinten eigene Türen natürlich schön gewesen, schon damit wir schnell herauskamen, wenn wir brechen mussten, was bei dem Gehoppe öfter mal vorkam. Beim Spielen mit den Matchies nahmen sich meine Freunde aber meistens die Rennautos mit 2 oder sogar überhaupt keinen Türen. So etwas gab es auch. Das konnte ich verstehen, denn diese Modelle sahen ja schon schneller aus. Einfach weil sie auch kleiner waren oder flacher, klar. Ein Diskus fliegt schneller als ein Schuhkarton. Und dann machte ich noch eine komische Entdeckung. Manchmal gab es genau dasselbe Auto mit 2 und mit 4 Türen. Wer macht denn sowas? Warum baut man denn halbe Autos? Warum lässt man extra die Türen hinten weg, sodass man sich wieder mühevoll durchquetschen muss? Für mich war das so, als wäre das kleinere Auto krank. Aber seltsamerweise fanden meine Freunde das überhaupt nicht, sondern wollten genau diese seltsam kleinen Geschwister der richtigen Autos zum Spielen haben. Da hörte ich dieses Wort zum ersten Mal. Coupé. Coupé. Ein Schlaumeier hat mir später erklärt, dass dieses Wort aus dem Französischen von kopieren kommt.
So nannte man das wohl, wenn man den Hunden die Schwänze kürzte. Ich interessiere mich nicht die Bohne für Hunde. Und was soll gut daran sein, die Schwanzspitzen abzuschneiden? Die brauchen die Hunde doch zum Balancieren. Und wieso sagt man so etwas zu Autos? Da kam wieder besagter Schlaumeier und meinte, die kurzen herrschaftlichen Kutschen hießen auch schon so. Und so ein Auto ist ja nichts anderes als eine Kutsche. Nur, dass die Pferde innen drin mitfahren. Und diese kleinen kopierten Kutschen seien einfach viel eleganter. Nun denn. Jedenfalls schien es für die Gestalter der Autos eine wichtige Aufgabe zu sein, von vielen normalen Typen eine verkürzte Form mit 2 Türen zu entwickeln. Dadurch verkürzt sich nämlich die Fahrgastzelle um eine Fensterbreite. Da ja das Fenster an der hinteren Tür fehlt. Die zweite Tür fehlt ja schließlich komplett. Das Auto bekommt so viel mehr Stabilität. Eigentlich auch nicht, denn die Mittelstrebe, auch B-Säule genannt, fehlt ja dann manchmal. Aber vielleicht doch, da insgesamt eine kürzere Strecke durch das Dach überbrückt werden muss. Ich habe keine Ahnung. Diese stabilen Coupés kann man angeblich gut für den Motorsport, sprich für Autorennen einsetzen. Das leuchtet mir nun wieder ein. Und da verspüre ich auch den Reiz, den diese Autos auslösen. Autorennen sind eine feine Sache. Besonders wenn man ein bisschen das Gefühl hat, selber mitmachen zu dürfen. Auch wenn man nur zur Arbeit fährt. Also kauft man sich ein Coupé. Wenn man erst mal ein Auge dafür bekommen hat, muss man sich eingestehen, dass ein Coupé wirklich eleganter aussieht als die 4-türige Familienkutsche. Wahrscheinlich sind sie deshalb auch teurer. Bis zum Fall der Deutschen Mauer kannte ich nur sehr wenige echte Autotypen aus dem Westen. Da stieg eines Tages vor dem Tachles-Haus in Berlin ein Bekannter von mir aus einem wunderschönen Auto. Ich hatte keine Ahnung, was das sein könnte. Das sei ein Ford Consul, erklärte er mir. So ein toller Name. Ich musste gleich an den Honorarkonsul denken. Das wäre aber natürlich als Name für ein Auto zu lang. Als nächstes fiel mir Opel ein, denn da gab es auch einen Admiral und den Diplomat. Ford finde ich irgendwie besser als Opel. Ene mene Mopel, wer frisst Popel, der fährt Opel. Campino sang zwar von der Opel-Gang, fuhr selber aber einen Ford Capri. Ein wunderschönes Auto. Der Consul ist etwas klobiger als der Capri, aber sehr eigen. Die Limousine dazu heißt Ford Granada. Dieses Auto hat mich aber nie angesprochen. Dabei ist der Granada der Bruder vom Consul. Den Consul habe ich übrigens seit dem Treffen mit meinem Bekannten bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und dann fand ich eine Annonce, da wurde ein Consul genau in diesem schönen Rot angeboten. Es war, als wäre die Zeit zurückgedreht worden. Und er sollte 3.400 € kosten. Das fand ich völlig in Ordnung, weil der Verkäufer ein alter Mann war, der sein Auto liebevoll gepflegt hatte. Was fällt den meisten Autofreunden beim Consul als erstes ein? Richtig, der Tittentacho. Damit man auch bei Sonnenschein die Anzeigen gut erkennen kann, sind die Uhren tief ins Armaturenbrett eingelassen. Das blendet sonst. Die Zeiger sollen auch geschützt sein, deshalb sitzen durchsichtige Plastikscheiben davor. Die dürfen nicht spiegeln oder einstauben, deshalb sind sie kegelförmig mit einem kleinen Nippel an der Spitze. Und da es 2 sind und da sie nebeneinander liegen, war schnell dieser bildhafte Vergleich geboren. Mir wäre dieser Tacho nie aufgefallen, hätte mich der Verkäufer nicht mit einem zweideutigen oder vielmehr eindeutigen Lächeln darauf hingewiesen. Die zweite Besonderheit an diesem Auto ist das Velourdach. Das heißt, über dem Blechdach ist noch ein schwarzer Überzug aus Kunstleder. So könnte man im ersten Moment denken, man hat ein Cabrio vor sich, was nicht so unlogisch ist, da einige Cabrios dieselbe Form wie die Coupés haben, bis auf das Dach eben. Außerdem wird das Auto durch das Velourdach im Prinzip zweifarbig. Unten rot, oben schwarz. Ein Traum. Über 40 Jahre hat das Dach jetzt Sonne, Regen und Frost getrotzt. Dadurch hat es sich allerdings etwas zusammengezogen. Ob die Konstrukteure sich vorstellen konnten, dass dieses Auto so lange gefahren wird? Vielleicht ist das auch ein Vorteil des Coupés. So ein Auto kauft man ja zum Spaß, um am Wochenende etwas herumzufahren. Aber nicht als Handwerkerkarre, um Leitern und Farbtöpfe einzuladen. Das wirkt sich natürlich auch auf den Zustand des Autos aus. Es ist auch kein typisches Familienauto, obwohl gerade der Consul wirklich dafür geeignet wäre. Ich kenne kein Auto mit 2 Türen, in dem man hinten so bequem sitzt wie im Consul. Sicher gab es bestimmt noch größere Coupés in Amerika. Aber dann ist das Auto auch 6 Meter lang und im deutschen Alltag eher nicht einsetzbar. Im Consul wartet hinten ein richtiges, gemütliches Sofa, das auch nicht durch Schlitze für Sicherheitsgurte verunstaltet wird.
Die Kinder sind begeistert, wenn sie das sehen, die Eltern eher nicht so. Auch wenn ich sage, dass man sich nicht anschnallen muss. Wenn in so einem alten Auto keine Gurte eingebaut wurden, ändert sich nichts am Gesichtsausdruck der Erziehungsberechtigten. Dann müssen die Kinder eben warten, bis sie groß sind. Vorne muss man sich natürlich anschnallen, aber das sind keine Rollgurte. Da ich in unserer Familie so ziemlich der Einzige bin, der dieses Auto fährt, muss ich sie nicht mehr einstellen. Sie passen mir perfekt. Nur dicker darf ich nicht werden. Ich sitze, fasse das Lenkrad an und schaue nach vorne. Und das ist das Schönste in diesem Auto, der Blick durch die Frontscheibe. Denn die Motorhaube hat vorne eine ganz gerade Kante, eine waagerechte Linie. Das sieht so toll aus, dass ich richtig begeistert bin. Ein alter Mercedes hat schon eine schöne Kante, aber die ist durch den hohen Kühlergrill etwas abgerundet und nicht ganz so schön gerade. Also den Blick nach vorne gerichtet und los. Bei manchen Oldtimern sagt man ja, macht das Fahren auf einer kurvigen Landstraße am meisten Spaß. Aber so etwas ist bei diesem Auto egal. Denn wo man auch lang fährt, sieht man diese schöne Motorhaube. Das ist wie dieses Gleichnis von dem Menschen, der immer weiter wegfährt, weil er sich zu Hause so unwohl fühlt. Und der dann merkt, dass es ihm anderswo auch nicht besser geht. Weil er selber mit seinen Problemen ja auch an den anderen Orten ist, an die er extra gefahren ist. Genau so ist es mit dem Konsul, nur umgekehrt. Es ist überall auf der Welt schön, wenn man im Konsul sitzt. Er hat seinen Namen echt verdient. Saw the sun in the distance look like a burning